Du lernst, wie du deine Zeit und Ressourcen so investierst, dass du in Rekordzeit Top-SEO-Ergebnisse erreichst. Viel Spaß! Wachstum erzeugst du nicht durch Housekeeping. Was die meisten SEOs machen, häufig auch in-house. Und es geht jetzt nicht darum, diese Leute zu kritisieren. Es geht darum, zu zeigen, so wird kein Wachstum erzeugt. Und dazu habe ich eine kleine Analogie vorbereitet. Und zwar sagen wir haben eine kleine, etwas schäbige Hütte mit einem Raum. Und unser Ziel ist es, dass das Ganze ein Anwesen wird. Das heißt, diese Hütte kann grundsätzlich noch auf dem Anwesen bleiben, aber es gibt dann mehrere Gebäude, eine wunderschöne Einfahrt. Schon von weitem sieht man dieses Anwesen und das Anwesen soll viele Gäste anziehen. Und das ist das Ziel. Was jetzt aber die meisten dann machen, ist, sie verbringen ihre Zeit damit, in dieser kleinen, schäbigen Hütte mit einem Raum zu staubsaugen, morsche Dachbalken mit ein wenig WDF-IDF-Farbe anzumalen, sich zu überlegen, können wir nicht den Keller erweitern, um mehr Gäste anzuziehen. Das ist, was der Großteil von SEO ist. Wir fixen irgendwelche Sachen, die nicht zum Endziel führen. Und um das vielleicht an ein konkretes, größeres Beispiel zu binden, von einem sehr, sehr großen, bekannten Online-Shop kennst du garantiert. Shop ist seit mehr als 12 Monaten in einem massiven Abwärtstrend, fast 50% Minus beim Traffic basierend auf externen Daten. Und was macht dieses Unternehmen? Wir nehmen jetzt die Analogie, ich habe ein Schiff mit einem gigantischen Leck und wie es halt beim Sinken ist, man sinkt immer schneller. Die Verantwortlichen kümmern sich darum, hey, wir sollten die Galionsfigur mal wieder neu streichen und hey, wir müssen natürlich täglich das Deck schrubben, anstatt das Leck versuchen zu flicken. Große Probleme kommen in der Regel von einem schlechten technischen Rollout, keine Ahnung, du hast plötzlich extrem viele 404s oder du hast auf einmal den URL-Korpus explodieren lassen durch Filter-URLs oder du hast irgendwelche algorithmischen, nennen wir sie, Einschränkungen abbekommen. Housekeeping wird dich nicht retten. Housekeeping wird dich nicht von einem Helpful Content Update befreien. Und was ich grundsätzlich sagen will, ohne jetzt jemanden verletzen zu wollen, wenn du täglich damit beschäftigt bist mit dem Fixen von Alt-Attributen, interne Verlinkungen, strukturierte Daten oder sonstigen Grims, musst du dir die Frage stellen, ist das der größte Hebel oder sind das Fleißaufgaben? Sorry, not sorry. Und jetzt schauen wir uns konkrete Szenarien an, die du kennen musst, um maximal schnell krasse SEO-Ergebnisse zu erreichen. Das ist jetzt eine Grafik, die ich schon vor längerem mal gebaut habe und sie hat ein paar veraltete Komponenten, aber grundsätzlich ist sie vom mentalen Modell meiner Meinung nach für SEO sehr praktisch. Das ist meine Was ist SEO Grundlagenpyramide, wo ich Kunden gerne erkläre, okay, das sind Voraussetzungen für Rankings und das verbessert die Konkurrenzfähigkeit. Das eine sind Voraussetzungen, dass ich überhaupt ranken kann, aber das bringt mir keine Rankings und das andere macht, dass ich nach vorne klettern kann und die Konkurrenz überholen kann. Für alle zu Beginn. Das gilt für jede Webseite im Internet, egal was dein Geschäftsmodell ist. Das Grundlegende ist mal, ist meine Webseite crawl- und indexierbar. Das kann dir jedes SEO-Tool sagen. Warum ist es wichtig? Weil wenn deine Seite nicht crawl- und indexierbar ist, hast du keine Voraussetzungen für Rankings. Dann ist nächstwichtige, bevor du irgendwas anderes machst, sind deine umsatzrelevanten Intentionen, Themen und Keywords mit passenden Seiten auf deiner Webseite abgedeckt. Das heißt, das Erste, was du machst, du deckst deine Keywords, deine Themen, deine Intentionen, die dir Geld bringen, ab. In diesem Kontext möchte ich auf 3 Videos hinweisen. Zu einmal, du musst die Suchintention treffen, weil du willst Seiten bauen, die ranken können. Dann grundlegende On-Page-Sachen, da gibt es eine tolle Checkliste, ganz aktuell, ich glaube nicht mal 4 Wochen alt, wo ich genau erkläre, auf was du heute achten musst und ein Content Briefing, falls du Content auslagerst. Und das sind mal die ersten 2 Schritte für alle zu Beginn. Und jetzt gibt es noch einen dritten Schritt, der für alle zu Beginn essentiell ist, und zwar ist meine
Autorität konkurrenzfähig? Wenn nein, musst du Autorität aufbauen. Und da zeige ich jetzt kurz in Ahrefs, was ich damit meine. Und so, wir haben jetzt ein einfaches Beispiel, weil das Unternehmen kennt jeder, Zalando, und da schauen wir uns die Domain-Autorität bei Zalando an und wir sehen jetzt Zalando, About You und Pico Kloppenburg. Die sind alle bis auf ein paar Punkte sehr nah zusammen, die sind alle konkurrenzfähig. Für die wird wahrscheinlich Link-Building, Autoritätssteigerung kein großer Hebel sein. Wenn du aber jetzt hinten bist, hinter deinen Top-Konkurrenten zu deinen Top-Keywords, dann ist das ein Hebel für dich, um schnelle Ergebnisse zu erreichen. So, das sind die absoluten Grundlagen. Diese 3 Sachen musst du erfüllen, um Ergebnisse zu erreichen. Und jetzt, wenn du dich wunderst, warum ich andere Punkte nicht erwähnt habe, das hat einen Grund, weil sie nicht so wichtig sind. So, jetzt sagen wir, du hast eine sehr große Webseite, eine Plattform oder bist wirklich Big E-Commerce. Was sind dann die nächst wichtigen Sachen? Ein Riesenhebel, um deine SEO-Ergebnisse zu beschleunigen, ist, folgen wichtige Seitentypen einem beliebten Suchmuster. Das heißt, sagen wir mal, du hast irgendwas, was nach Standorte geht oder du hast irgendwie Fehlermeldungen oder irgendwas, was sich immer wieder wiederholt. Immobilien, da ist ja immer Immobilien plus Ort, Wohnung plus Ort, Haus pro Ort, ist ein Muster. Wenn ich so eine Situation habe, dann will ich mit Templates, also einfach vorgefertigten Konzepten von Seiten, Programmatic SEO, also wo es wirklich nicht darum geht, produzieren, sondern das automatisiert erstellen zu lassen oder vermehrte KI-Nutzung. So kannst du diese Seiten skalieren und extrem deinen Traffic nach oben schrauben. Um das an einem konkreten Beispiel aufzuhängen, zeige ich euch ein Beispiel von Redfin. Die haben alles solche Seiten, wo immer ein bestimmter Ort plus Wohnungsart, Hausart und so weiter. Und so frühstücken sie dieses Suchmuster auf riesiger Skala ab und sie haben das voll cool umgesetzt, mit alles datenbasiert. Das heißt, du hast da alle möglichen Zahlen, zu was für einem Preis wird durchschnittlich ein Haus in der Gegend verkauft, wie viele Häuser sind in letzter Zeit verkauft worden und alles wahnsinnig wertvolle Daten, ohne dass einzigartige Inhalte erstellt werden müssen. Trotzdem sind die Seiten wertvoll. Solltest du mit diesem Ansatz aufpassen? Ja, weil wenn du keinen Mehrwert bietest, dann werden dich Suchmaschinen hardcore in den Boden rammen. Für große Seiten ist technisches SEO allgemein ein wahnsinnig wertvolles Thema. Ganz besonders URL-Management. Wenn du eine große Seite hast mit vielen URLs, dann hast du immer Probleme mit URL-Management und durchschnittlicher Seitenqualität. Deswegen ist es auch in der Regel so, dass große Seiten sogar einen Traffic-Zuwachs bekommen, wenn sie anfangen, alle Seiten, die keinen Business Value liefern, die einfach nicht so wichtig sind, anfangen wegzucutten. Beispiel dafür ist IBM und das ist jetzt einfach einmal ein grobes Beispiel, da gibt es ganz viel darüber zu erzählen, aber dann wird es den Rahmen sprengen. Wir haben jetzt einen Graphen, gelb sind die Anzahl der organischen Seiten und orange ist der durchschnittliche organische Traffic und wir sehen, seit Mai 2021 geht die Anzahl der organischen Seiten runter und der Traffic geht rauf. Das heißt, hier ist ein Riesenhebel, um schnelle Ergebnisse zu bekommen. Ein Hebel, den meiner Meinung nach viel zu wenig Leute mit großen Seiten im Blick haben, ist Testing und zwar wirklich SEO-konformes Testing. Was das heißt ist, bei AB-Testing zeigst du ja die ganze Zeit unterschiedliche Sachen an, ist jetzt nicht sehr SEO-konform, aber wenn du eine große Seite hast, sagen wir mal, du hast von einem Seitentyp 2000 URLs, dann machst du 2 Buckets, 1000 URLs, natürlich machst du das grundsätzlich anders, aber für die Idee, 1000 URLs sind eine Kontrollgruppe und 1000 URLs, da änderst du was und dann vergleichst du die über einen Zeitraum, ob die Veränderung zu was Positivem geführt hat. Wenn dich solche Sachen interessieren, dann empfehle ich dir generell Search Pilot, das ist der Tool-Anbieter, die sowas anbieten, aber die machen auch unglaublich viele, also veröffentlichen sehr viele Case Studies, wo sie dann zeigen, okay, das haben wir geändert und das war dann das Ergebnis von unserem Test. Unglaublich wertvoll. Heißt es so, dass jeder Test für alle Webseiten gilt? Also das Ergebnis? Nein, weil es kommt bei SEO ja auf Nutzerverhalten an und in unterschiedlichen Branchen werden Nutzer auf Änderungen unterschiedlich reagieren. Das heißt, nicht nur auf diese allgemeinen Tests verlassen, sondern idealerweise auch selbst testen. Ganz wichtig für große Seiten, Plattformen, Big E-Commerce, je mehr URLs du hast,
desto mehr Autorität brauchst du, deine Webseite erfolgreich in Suchmaschinen zu positionieren. Habe ich ganz viele Beispiele von Kunden von uns, die zu groß starten wollten, und wenn die Seite voll groß ist und du kannst nicht schnell genug Autorität aufbauen, dann hast du diese riesige Seite mit unglaublich vielen URLs, die dann nicht so gut performt, und das Einzige, was passiert ist, du brauchst länger, bis du Ergebnisse kriegst, versus du würdest die Seite kleiner halten und die Größe der Seite skalieren mit steigender Autorität, würdest du viel schneller, viel bessere, grandiosere Ergebnisse haben. So, das waren jetzt mal die wichtigsten Sachen, und jetzt kommen wir, wenn das läuft, was wir jetzt besprochen haben, gehst du die folgenden Themen an. Das ist einfach jetzt der nächste Schritt. So, sagen wir mal, wir haben ja die Seiten, die wir brauchen, um unsere Keywords, wichtigen Suchintentionen und Themen abzudecken. Das haben wir ja schon gemacht. Und jetzt die Frage, ist meine Conversion Rate auf diesen Seiten schlecht? Oder ranke ich sogar nicht, trotzdem, dass ich diese relevanten Seiten gebaut habe? Voraussetzung dafür ist wichtig, dass du überhaupt mal Impressionen auf diese URLs bekommst, aber wenn du sagen wir mal, du rankst auf der zweiten Seite und dann geht es nicht mehr weiter nach vorne, das heißt, die URL kriegt Impressionen, aber sie kommt nicht weiter nach vorne, was musst du dann machen? Du musst an der Zufriedenheit und Zielerreichung auf diesen Seiten arbeiten. Und es können ganz unterschiedliche Subprojekte sein. Das UX-Design von der Seite überarbeiten, du kannst die Inhalte verbessern, gibt es kürzlich diese Checkliste für herausragende Inhalte. Du kannst an Ladezeiten und grundsätzlich Core Web Vitals arbeiten, um die Nutzersignale zu verbessern. Grundsätzlich gilt einfach testen, testen, testen. Aber, und das ist ja ein großes Aber, erst nachdem du grundlegende Best Practices eingeführt hast, sonst wirst du gefangen genommen im lokalen Maximum. Nämlich, was oft passiert, die Leute sind grauenhaft in Content Design und testen dann alles in diesem Rahmen mit dem grauenhaften Content Design, und dann werden sie resistent, weil sie haben in diesem lokalen Maximum das Maximum erreicht und sie wollen dann keine Veränderung mehr, weil sie haben ja das Maximum erreicht. Nein, grundsätzlich, du arbeitest Best Practices ein und dann fängst du Hardcore an zu testen. So, was spannend ist, du hast jetzt eine konkurrenzfähige Autorität. Jetzt sollte es dir darum gehen, einen Wettbewerbsvorteil zu etablieren gegenüber der Konkurrenz und dich vor KI zu schützen. Was du dann machst, ist, du gehst auf Produkt- und datengetriebene digitale PR. Was meine ich damit? Am Anfang kannst du grundsätzlich Links aufbauen, du baust einzelne Links auf und unterschiedliche Quellen und blablabla. Dann geht es aber darum, wenn du auf ein neues Level kommen willst, andere Ansätze, skalierbare Ansätze, größere, bessere Links zu kriegen. Produkt- und datengetriebene digitale PR heißt nichts anderes, dass entweder du hast intern spannende Daten, die sich anbieten, um Storylines zu generieren, die du machst irgendwelche Content Assets basierend auf die Daten, pitcht das Ganze an die Presse, an die für dich relevante Presse etc. Oder was du machen kannst, was wir ja für uns zum Beispiel gern machen und auch sehr gern für unsere Kunden, du überlegst dir potenzielle Storylines, die deiner Brand voll in die Karten spielen würden, dann setzt du einmal eine Marktforschung auf, wie das grundsätzlich aussehen könnte, stellst die richtigen Fragen, dann kommt irgendein Ergebnis raus, kannst du letzten Endes nicht kontrollieren, was da rauskommt, und dann hoffentlich sind ein paar Ideen von deinen Storylines sind auch so eingetreten mit spannenden, kurzen, knackigen, sexy Storylines für die Presse, die du pitchen kannst, wo du Assets generieren kannst, wo du einfach Link-Building skalieren kannst. Wichtig ist einfach, dass das Ganze sehr produktnah ist, datengetrieben, damit du was hast. Weil bei Apple ist einfach, Apple bringt ein neues Produkt raus, ist signifikant cool, kommst du in die Presse. Für ein normales Unternehmen ist das ja nicht so, sondern du brauchst irgendwas, was so cool ist, so eine spannende Storyline ist, dass das die Journalisten überhaupt aufgreifen wollen würden. So. Zu guter Letzt, was auch noch wichtig ist, die Frage, begleite ich die Kundenreise und bediene ich alle Überlegungen meiner potenziellen Kunden? Wenn nein, dann fange ich an, einen informativen Ratgeber zu bauen. Nein, kein Blog, außer du bist ein Publisher, weil ein Blog ist ein chronologisches Konstrukt, welches nicht geeignet ist für die meisten Unternehmen. Und was wir da wollen, ist
wir haben idealerweise ein definiertes Keyword-Set und da haben wir Bottom-of-the-Funnel-Seiten, Mid-Funnel und vielleicht auch ein paar Top-of-the-Funnel-Themen und wir überlegen uns, okay, was ist wirklich in unserer Kundenreise enthalten, also welche Einstiegspunkte sind hier wirklich wichtig und so baue ich den Ratgeber ab. Und es geht dann nicht darum, für SEO muss ich immer Content publizieren. Größte Bullshit, größte Lüge aller Zeiten. Es geht darum, du deckst deine Themen in deiner Customer Journey ab, die für dich relevant sein. Und wenn du diese abgedeckt hast, dann geht es nur noch darum, diese Seiten aktuell zu halten, iterativ zu verbessern, um alle zu crushen. Wieso ist das Updaten trotzdem wichtig? Weil, wie wir aus der Studie von Siege Media gesehen haben, Google liebt frische, aktuelle Inhalte. Und damit meine ich nicht die Aktualisierung des Datums, sondern dass eine signifikante Änderung an der Seite vorgenommen wurde. Idealerweise, logischerweise Verbesserung, weil dann kriegen wir noch bessere Nutzersignale und wir ranken noch besser. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Pflege hat auch seinen Platz, aber wenn es dir um Wachstum geht, ist Pflege nicht relevant. Jetzt kommen wir zu ein paar mentalen Modellen, die dich in diesem Kontext extrem weiterbringen und aus meiner Sicht unbesiegbar machen. Das erste, was ich euch zeigen will, kennst du sicher schon, verwenden leider trotzdem die wenigsten Leute, ist die Eisenhower Matrix, die uns zeigt, in 4 Kategorien, es gibt Dinge, die sind wichtig und dringend. Und wenn ich jetzt Fixes oder Housekeeping habe, wo es wichtig und dringend ist, dann kann ich das machen. Dann habe ich wichtig und nicht dringend. Das heißt, ich muss das machen, aber es ist jetzt nicht zeitlich, muss es sofort passieren. Dann habe ich dringend, aber nicht wichtig. Und dann habe ich nicht wichtig, nicht dringend. Das sind die Sachen, die ich ignorieren kann. Und leider, aus meiner Sicht, spielt sich sehr viel SEO und diese ganze Pflege ab in nicht dringend, nicht wichtig für die übergeordneten Unternehmensziele. Ein Buch, welches ich in diesem Kontext empfehlen will, ist das Decision Book, was ich sehr gern mit mir rumtrage, um mich auf Ideen zu bringen und wenn ich irgendwelche Herausforderungen habe, mir zu überlegen, wie ich das strategisch angehen kann. Das sind alles einfach mentale Modelle, wie du unterschiedliche Situationen lösen kannst. Zu guter Letzt bei diesem Part ein paar Fragen, die du dir als SEO stellen solltest, um rauszukommen aus dem Housekeeping, Pflege, Krims-Mindset und mehr in Growth. Was ist das überliegende Unternehmensziel und wie kann ich in meinem Job auf das einzahlen? Was sind die größten Hebel in meinem Fokusgebiet? Wahrscheinlich jetzt im Kontext SEO, Content Marketing, UX. Dann, was sind die größten Hebel mit dem geringsten Aufwand in meinem Fokusgebiet? Und zu guter Letzt, und das ist auch wichtig zu bedenken, welche Rahmenbedingungen gibt es in meinem Unternehmen? Und es können menschliche Rahmenbedingungen sein, technische Rahmenbedingungen etc. etc. Und welche Rahmenbedingungen lassen sich ändern? Und was ich da hervorheben will, ist, fokussiere dich in deiner Arbeit auf die bedeutungsvollen Veränderungen und auf Dinge, die du ändern kannst. Wenn es Sachen gibt, die einfach, keine Ahnung, du kannst was an der Webseite nicht ändern, es ist sinnlos, sich damit zu beschäftigen und sich daran aufzureiben, dann konzentriere dich auf Sachen, die du machen kannst. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.